Hi Leute, willkommen zu Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und so das ein oder andere, je nachdem. Ihr wisst ja, wenn ich mal Lust drauf habe, baue ich ja auch schon mal für Cosplay und andere Sachen. Prototypen in der letzten Zeit ja auch viel. So, aber genug rum erzählt. Und zwar hat man mich gefragt, ob ich nicht mal ein paar Schrotterkeulen bauen kann. Wird so ein bisschen Richtung Endzeit, die Genesis, irgend sowas in der Richtung. Auf jeden Fall so ein bisschen Endzeit-Richtung gehen. Mal gucken. Da werde ich ein paar Stück bauen von. Den ersten, so den Prototypen, also es werden verschiedene, die zeige ich euch wahrscheinlich auch dann. Aber für das Video werde ich dann euch so die ersten Schritte, das ist ja das erste, wird wieder dasselbe bei allen sein, nur halt in verschiedenen Längen, da ich erstmal den Stiel baue und wickele und dann mal gucken, was ich dann so mache. Ich habe da schon so ein paar Ideen. Ja, da werden schon, ich glaube, wenn das klappt, werden ein paar interessante Sachen bei sein. Ob man die öfters dann benutzt, also wenn es echt wäre, da bin ich mir nicht so sicher. Aber so für einen Einmalgebrauch wird das wahrscheinlich gehen. Danach ist der Charakter wahrscheinlich samt Gegner hinüber und alles, was drumherum steht, auch. Aber so ein paar Ideen habe ich schon. Natürlich werden die nicht alle so. Ich werde, wie gesagt, ich werde dann ein paar verschiedene machen. Mal gucken. Vielleicht ist ja was bei, was euch ein bisschen inspirieren kann. So, dann genug gefasert und gelabert. Bleibt dran. Wir sehen uns. Ich werde ein paar Versionen vom Bauen. Das ist bei allen dann die Grundbasis, Kernstab in verschiedenen Längen. Das ist jetzt natürlich nur eine. Ich werde dann, das wären zwei Längen. Also einmal habe ich hier, glaube ich, 50 cm und die anderen habe ich mal so auf 30 oder was gemacht. Das wären dann so ein bisschen verschiedene. Kommt natürlich oben noch ein bisschen dran. Also ich werde ein bisschen in der Länge variieren. Dann habe ich von denen, was man immer vom Kernstab ausschneidet, von den 10 mm Matten, wie gesagt, immer behalten. Die kommen dann hier. Habe ich dann in weiß, damit man ein bisschen besser sehen kann. Und dann kommt jetzt halt noch das Leder drumherum. Also vorher. Und dann eine 6er Matte. Die habe ich ungefähr so auf die Länge. Und dann gucken wir mal. So, das Ganze machen wir mal wieder mit Heißkleber. Das geht ein bisschen schneller. So, das habe ich jetzt hier trocknen lassen, bzw. abkühlen. Das Ganze wird dann wieder abgeschnitten. Immer so ein bisschen, dass ihr hier dann gleich noch drüber kleben könnt. Dass das alles gut sich verkleben lässt. So. Dann nochmal ordentlich drüber. Wie gesagt, könnt ihr mit Pateks natürlich genauso machen. Müsste halt dann noch ein bisschen länger warten. Das Abkühlen vom Heißkleber geht halt deutlich schneller. So, das ist wieder Müll. Fange schon wieder neuen Müll zu produzieren. Ich habe gerade mal geschafft, meine Ecke hier mal am Brett. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen mal aufgefallen ist, dass ich mal ein bisschen aufgeräumt habe. So, dann gehen wir hin. Wie gesagt, wenn ihr mit Pateks macht, beide Seiten, also Kernstab und Dings. Ich mache es jetzt nochmal hier so ansatzweise. Vor allen Dingen das Wichtigste ist erstmal immer so die erste mit dem Kernstab, also die erste Lage. Die muss immer gut verklebt werden, Leute. Das ist das Wichtigste. Weil durch das Runddrehen mit der zweiten Ecke ist sehr viel Zug hier auf der Kante drauf. Und wenn das nicht vernünftig verklebt ist, dann löst sich das. Ja. Man müsste dann halt da wieder nachkleben. Wie gesagt, also da ist die erste Kante, das ist immer so mit das Wichtigste. Ich sehe gerade, ich habe das hier so wieder ein bisschen schief abgeschnitten. Also ganz gerade ist die Kante nicht. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Wird sowieso nachher noch beigeschnitten und dann geschliffen. Beziehungsweise bei, ist das nicht wild. Wir machen ja noch eine Phase dann rein auf der Kante hier unten, damit wir dann anschließend das dann auch gut rollen können. So. Das Ganze haben wir jetzt soweit geklebt. Hier haben wir noch so ein Stück ohne Dings gelassen, also ohne Heißkleber. Das letzte machen wir dann
mit Pattex, Klassik. Weißer Edding, wenn er eine schwarze Matte. Ansonsten können wir natürlich auch einen Kugelschreiber, einen schwarzen, weißen, roten, grünen, was auch immer nehmen, wenn er weiße Matten benutzt. Nur hier hat sich das eigentlich gut bewährt. Dann drückt er das hier einfach so ein bisschen dran. Immer so eine Handbreit, dass das vernünftig anliegt. Dann macht er eine Linie, das ist dann nachher, dann wisst ihr, wie weit er den Pattex drauf. Da habt ihr dann nicht so viel, da hat er so viel verschwendet, sag ich mal. So. Zum Pinsel nehme ich wieder einen alten Pinsel. Dem habe ich den Pattex einfach runtergeschnitten im Cuttermesser. Jetzt ist er so halbwegs wieder flexibel. Da kann man dann nochmal wieder mit pinseln. Also nicht immer neue Pinsel kaufen für den Pattex. Das kann man auch, ich sag jetzt mal, ein bisschen recyceln. So. Das Ganze lassen wir jetzt was antrocknen. Das ist jetzt soweit angetrocknet. Kann man eigentlich Pappen mal wegtun. Dann kann man das nämlich besser rollen. Dann rollen wir das Ganze hier. Dann gut andrücken. So. Und dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal gut trocknen mit dem Pattex, bevor wir dann hier die Kante wegschneiden. So, gut, dass ich schon ein paar Sachen vorbereitet wieder habe. Das Ding ist jetzt soweit trocken. Klinge. Also die Schneidmatten, die sind toll. Da kann man das schön auflegen und dann kann man das gut abschneiden. Ich muss mir echt mal hier irgendwie eine Mülltonne oder irgendwas für die Reste nebenstellen. Naja, mal gucken. Fällt mir bestimmt auch noch was ein. So, dann schneiden wir hier einfach mal wieder ab. Dann brauchen wir Schmörgel. Und dann hier das Stück. Sollte reichen. Oder nehmen wir Schleifklotz. Wir machen das hier mit. So. So, das müsste jetzt gut sein. So, also nochmal. Die werde ich jetzt alle in der Länge machen, beziehungsweise 4 werde ich in der Länge machen und 3 etwas kleiner, so ungefähr so, ja, so grob. Die werden noch ein bisschen länger, ich werde hier vielleicht noch ein bisschen was oben unten draufsetzen, aber da muss ich noch gucken, was ich da mache. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Dann geht es weiter, und zwar bin ich jetzt hingegangen, habe mir hier so Klarsichtfolien genommen, habe die ein bisschen klein geschnitten. Habe die dann an den Monitor gehalten und habe dann mit dem schwarzen Edding die Umrisse von Zahnrädern aufgemalt. So oben, ne? Dann das Ganze mit normalem Papier, die Dinger, Papier drüber gelegt, Lampe drunter und dann auf Papier dann nochmal übertragen und ausgeschnitten. Ne? Das sind jetzt die Schablonen, die ich gemacht habe. Habe mal so ein bisschen größeres genommen, ein bisschen was mehr. Hier so ein bisschen was einfacheres. Hier so ein Fahrradritzel. Dann müsst ihr noch hier, die kommen dann noch die ganzen Zenken raus. Hier habe ich schon gemacht, aber ist ein bisschen blöd zu schneiden mit dem Cuttermesser. Aber es geht. So, das waren jetzt so für die ersten Sachen, die ich mache. Also ein paar Ideen. Erstmal so ein bisschen mit Zahnrädern und so. Dann habe ich noch ein paar Softbälle. Da werde ich vielleicht bei den Dingern, wie gesagt, habe jetzt 2 Längen gemacht. Das hier werden die längeren, das die kürzeren. Da habe ich insgesamt, wie gesagt, 4 lange, 3 kurze. Ich denke mal, bei den einen werde ich mal hier so 2 Eierhandgranaten irgendwie dran machen. Das sieht bestimmt ganz gut aus. Bei einem mache ich so eine Mörsergranate oben drauf.
Aber das werde ich jetzt in dem Video nicht, aber ich zeige euch das dann beim dritten Teil. Also für alle Sachen zu zeigen wird ein bisschen zu viel. Aber so 2 Sachen werden wir jetzt in dem Ding machen. So, dann bin ich hingegangen, habe das Ganze schon mal ausgeschnitten. Ja. Das sind von den kleinen Zahnrädern habe ich am meisten gemacht. Da werde ich jetzt noch die Zahnräder halt hier noch diese ausbrennen. Das mache ich mit dem Lötkolben. Dann habe ich hier von diesem Fahrradritze und habe ich auch noch mal 3 gemacht. Mal gucken, ob es für 2 oder 3 Dinger reicht. Von den großen habe ich mal 2 gemacht und von den anderen auch mal 2. Aber mal gucken, wie ich das alles mache. Dann habe ich noch ein paar Materialreste hier. Mal gucken, dann irgendwie noch für so Zwischensachen. Die ausgestochenen Sachen hier von den Ringen und so, die habe ich auch mal behalten. Da kann man vielleicht auch noch irgendwas Hübsches mitmachen. Ja, dann werden wir jetzt erstmal hingehen, das Ganze noch so ein bisschen mit dem Lötkolben nacharbeiten. Dann gucken wir mal, was der Lötkolben sagt. Ja, Lötkolben sagt, ich bin heiß. Mal schauen. Ganze so ein bisschen so abgerundet. Bin mal gespannt, wie das Ganze nachher so aussieht. Zahnräder hatte ich zwar schon mal so ein bisschen kleinere gemacht, aber so in der Größe, in der Art habe ich auch noch nichts gemacht. Das ist mal wieder so ein bisschen Premiere. Mal gucken, wir nehmen erstmal, glaube ich, einen von den größeren. Ich habe noch nicht alle Zahnräder jetzt ausgesäbelt, wie ihr gesehen habt. Erst den mache ich dann später. So, das weiß ich noch nicht, ob wir das nehmen sollen. Ja, könnte man eigentlich schon. Bin jetzt momentan noch nicht so ganz schlüssig, wie ich es am besten mache. Ich glaube, mit den kleinen hier, das wird noch nicht so ganz klappen. Da werden wir wohl eher die etwas größeren nehmen müssen. Kugelschreiber. Weiß ich noch nicht, ob ich mit den großen hier was mache. Da muss ich mal gucken. Von den kleinen braucht man bestimmt noch welche. So, jetzt haben wir das Teil hier schon mal so. Jetzt habe ich natürlich, mir noch so ein bisschen Zeug mitgebracht. Ob das jetzt nachher passt, weiß ich natürlich nicht, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich werde jetzt hier noch so ein bisschen ein paar Sachen draufkleben, damit das nicht ganz so langweilig aussieht. Mal gucken, wie das nachher aussieht. Das sind dann wieder so Teile, wo ich dann wieder hier so, sag schnell, so Löcher ausgestanzt hatte und hat dann noch Reste übrig. Also sowas kann man immer mal behalten. Das ist manchmal, kann man damit halt auch noch ein paar schöne Sachen machen. So. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight. Ich glaube, da muss ich jetzt noch ein bisschen den Lötkolben quälen. Also die Heißklebepistole brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Ja, doch, hier unten können wir noch ein paar Nieten dran machen.
sieht das nachher hier unten zu langweilig aus. So, da, nur 2. Naja, 2 Nieten müssen reichen. So, dann haben wir das hier. Eisklebepistole machen wir mal aus. Dann holen wir das Ganze hier noch so ein bisschen. Sieht gut aus. Ja, das wäre dann, würde ich mal sagen, die erste Keule. So, ich wollte schon immer mal was ausprobieren. Ne? Probieren wir das mal aus. Ihr kennt das ja hier von den Kochvideos. Ich weiß nicht, muss man so von der Seite wahrscheinlich machen. Nehmen wir mal eine Stange, ne? Und dann gucken wir mal. So richtig runterrollen tut es nicht. Mal gucken. Vielleicht funktioniert das ja. Naja, ich weiß es nicht. Sieht in den Videos immer ein bisschen eleganter aus, aber vielleicht klappt es. Ja, würde sagen, das Ganze hat mit dem drauf Krieseln funktioniert. Nicht so ganz perfekt, aber kann man mit arbeiten. Ein bisschen krummes Gewinde. Ne? Die Zahnräder, die sind irgendwie auch alle auseinandergefallen, aber ne, so als kleine Einhandversion. Und noch Zahnrad, ein bisschen Gewinde. Mal gucken. Wird spannend. Ja, Leute, wie ihr seht, die Dinger sind fertig, ist noch nicht so ganz perfekt geworden. Ne? So ein paar Sachen muss ich hier noch ein bisschen nacharbeiten, aber so im Großen und Ganzen bin ich schon recht zufrieden. Ja, dann hoffe ich mal, das ganze Projekt gefällt euch. Die anderen Versionen zeige ich euch dann im zweiten Teil. Weil das wird sonst ein bisschen viel, wenn ich jedes einzelne Teil euch dann zeige. Das zweite habe ich dann noch ein bisschen jetzt verkürzt, ne, damit das Video nicht zu lang wird. Ich will euch schon nicht langweilen. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen und die Glocke, dass ihr keins meiner Projekte verpasst. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Man sieht's.